Jesus ist die zentrale Person der Bibel. Jesus is the centerpiece of the Bible. Er ist durch und durch vertrauenswürdig. He is absolutely trustworthy. Und ich möchte, dass wir miteinander in diesem Stück Jesus besser kennenlernen. And I want us all to get to know Jesus better through this play. Er war kein Lügner. He was not a liar. Er hat keine Fake News verbreitet. He didn't spread fake news. Er hat die sozialen Medien nicht missbraucht für seine Mission, He didn't misuse social media for his mission. sondern er war echt transparent und But vertrauenswürdig. he was genuine, transparent and trustworthy. Und ich möchte, dass wir miteinander Jesus und seinen Charakter besser kennenlernen I want us to get to know Jesus better and his character und as dass well. wir zugleich Jesus in diesem Stück kennenlernen als den Sohn Gottes, dem nichts unmöglich ist. And that we also get to know through this play Jesus, the Son of God, to whom nothing is impossible. Ein Riesenproblem an dieser Hochzeit. A huge problem at this wedding. Der Wein ging aus. They had no more wine. Eine Riesenschande, wenn das bekannt würde. What an embarrassment if this was known. Und innerhalb von wenigen Stunden Hunderte von Litern Wein zu beschaffen, war ein Ding der Unmöglichkeit. And to get hundreds of gallons of wine within an hour, that is impossible. Das ist schlimmer, als wenn am Kindergeburtstag die Smarties ausgehen. That's worse than when at the children's birthday they have no more Smarties. Oder wenn der Geburtstagskuchen zu lange im Ofen ist und verbrennt. Or if when the birthday cake is too long in the oven and burns. Der schönste Tag ihres Lebens The most beautiful day of their lives war drauf und dran, zum schlimmsten Tag ihres Lebens zu werden. was about to be turned into the worst. Da kommt mir diese Geschichte von dem jungen Mädchen in den Sinn. I remember that story of that young girl. Ihre Familie und Freunde hatten ihr gesagt, hey, du bist gut, du kannst singen. Her family and her friends said, well, you are good, you can sing. Und sie machte an einem nationalen Wettbewerb mit, She took part in a national competition, kam auf die Bühne, went on stage, die Jury stand vorne and the judges were there. und der leitende Juror sagte, so, du willst mitsingen. And the leading judge said, so you're going to sing? Und sie sagte, ich wurde dafür geschaffen. And she said, yes, that's my calling. Das ist meine Lebensmission. That's my life mission. Und sie fing an zu singen. And she started singing. Nach 5 Minuten schauten sich die Jurymitglieder an. 5 minutes, 5 seconds. 5 Seconds Sekunden. later, Ja. the judges looked at each other. Nach 10 Sekunden schütteln sie die Köpfe. 10 seconds after, they shook their heads. Nach 20 Sekunden schließen sie die Augen. 20 seconds later, they closed their eyes. Und nach 30 Sekunden drückt der Juror den Buzzer. And then 30 seconds after, the judge presses the buzzer. Es war ein Desaster für dieses Mädchen. That was a disaster for that girl. Ganz offensichtlich war das doch nicht, wozu sie geschaffen wurde. Evidently, it was not what she was created for. Und sie ging mit einer riesen Enttäuschung von der Bühne. And she went disappointed from the stage. Laufen wir nicht alle in unserem Leben in so Buzzer-Momente hinein, Aren't we all running into such buzzer moments in our wo sich lives? unsere Träume nicht realisieren? Where our dreams cannot be realized. Haben wir nicht alle in unserem Leben Situationen gehabt, vielleicht schon als Kindern, wo wir tiefe Enttäuschungen erlebt haben? Haven't we all situations, even as children, where we were deeply disappointed? Vielleicht ausgegrenzt von den Schulkollegen. Maybe we were just put off from our colleagues. Später, als wir größer wurden, haben sich manche unserer beruflichen Ziele nicht so entwickelt, wie wir es gedacht haben. And our goals in our jobs did not realize as we would have wanted. Die erste Liebe war auch nicht die große Liebe. First love was not the big love either. Oder dann kommen wir ins Leben hinein, in die Komplexität. And then we start getting into the complexity of life. Und plötzlich stellen wir manchmal fest, dass wir mit unseren eigenen Gefühlen nicht zu Gang kommen. And we see that we cannot manage even our own feelings. Und manchmal sind unsere Gedanken und Sorgen größer als unsere Möglichkeiten. Our thoughts are sometimes bigger than our possibilities. Wir kommen in Probleme rein, vielleicht mit dem Ehepartner, We get into problems in our marriages, mit den Kindern, with the children, mit Eltern, with our parents, mit Geschwistern. with siblings. Oder dann sind da diese Probleme, für die wir uns schämen im Leben. There are also problems that we are ashamed of in our lives. Unser Geheimnis, das niemand wissen darf. Our secrets that nobody is to know. Wo wir hoffen, dass niemand herausfindet. And we hope nobody will find out.
Dinge in unseren Biografien, die wir vielleicht gerne löschen würden. Things in the biographies of our lives that we would like to clear. Aber gehen wir zurück zum Fest. But let's go back to that feast. Und wir werden sehen, in diesem riesigen Problem And we're going to see that within this huge problem, gab es eine Lösung. there was a solution. Und die Person, die die Tür zur Lösung öffnet, war Maria. And the one person that opened the door to the solution, that was Maria. Und wir wollen noch ein paar Momente uns nochmal überlegen, hey, worum geht es in der Geschichte? And we want for a few moments to think about what it is all about in this story. Großes Fest, A big feast, großes Problem. a big problem, Jesus bringt eine Veränderung. and Jesus brings about a change. Was hat es mit uns zu tun? So what does that have to do with us? Maria sagte, die Diener sollen die Anweisungen befolgen. Mary said the servants would be to follow his instructions. Und das heißt, der Mann probierte das Wasser und es war zu Wein geworden. And the man tasted the water and it had turned into wine. Schaut, normalerweise versuchen wir, unsere Probleme selbst zu lösen. Generally, we try to solve our problems ourselves. Wir wurden so erzogen, hey, du musst nur wollen, That's the way we were raised. You just have to be willing. gib dir Mühe, Strive for it. lass dich nicht so hängen, Don't just let go of yourself. mach mal vorwärts. So come on. Und irgendwie stellen wir oft fest im Leben, das hilft, aber manche Probleme sind zu groß. Sometimes in life it helps, but many of the problems are just too big. Und da kommt Jesus in diese Geschichte And Jesus enters into that story und er tut ein Wunder an diesem Wasser. and he does a miracle with that water. Es ist interessant, dass nachher, dass die Jünger, die dabei waren und auch Maria, sie glaubten an Jesus. The disciples that were there and also Mary, they believed in Jesus Sie vertrauten ihm. and they trusted him. Sie fingen an, Jesus nachzufolgen. They started following him. Schaut, aber um Jesus nachzufolgen, braucht es etwas. But in order to follow Jesus, there is Ich something hoffe, that is dass du needed. nicht jedem nachfolgst. I hope that you do not follow everyone. Mir ist egal, wem du nachfolgst, auf Facebook oder Twitter, ist egal. It doesn't matter to me whom you follow on Aber ich meine Facebook. wirklich nachfolgen im Sinne, wer ist die Referenz, wer ist die Leitlinie in deinem Leben? But by following, I mean who is the guideline in your life? Schaut, was Jesus so außergewöhnlich macht in dieser Geschichte, sind zwei Dinge. What made Jesus extraordinary in this story, that these were two things. Das ist sein Charakter. That was his character. Schau mal, er lässt sich bewegen von der Not der Menschen. He was moved by the need of those people. Er lässt sich bewegen von dem Schöpfer Gott, seinem Vater im Himmel, der die Menschen liebt. He was moved by the Creator, his Father in heaven who loves people. Seien wir mal ganz ehrlich, wir hören von vielen Nöten auf dieser Welt. Let's be honest, we hear about a lot of needs in this world. Und manche Dinge mögen wir gar nicht mehr hören in den Nachrichten. And we cannot even listen to it anymore. In the Wir fühlen uns überfordert, wir können selbst nicht viel tun. It's just too much for us, we cannot handle it anymore. Aber weißt du, die Bibel zeigt uns, But the Bible shows us Jesus nahm Anteil an jeder einzelnen Not der Menschen. Jesus took part in every need of every single man and Er woman. ist nicht vorbeigegangen. He didn't just pass on. Und wisst ihr, was mich so berührt ist? Obwohl er der Sohn Gottes war, What touches me is although he was the Son of God, obwohl wir ihm hätten dienen müssen, although we were to serve him, kam Jesus und hat uns Menschen gedient. Jesus came and served us. Und er hat uns Menschen geholfen. He served as humans. Er zeigt uns die Freundlichkeit und die Liebe Gottes. He shows us the friendliness and the love of God. Und weißt du, nicht nur das, sondern wir sehen auch in seinem Charakter, wie geradlinig und zugleich liebevoll Jesus war. Not just that, but his character was straight and full of love. Wie viele Menschen auf dieser Welt sagen, hey, stimmt für mich, gebt mir eure Stimme. Many people say, vote for me. Aber irgendwann findet man doch irgendwelche Geschichten heraus über diese Menschen. But sometime after, people find out stories about those people. Und wir werden enttäuscht von Menschen. And we are being disappointed by people. Nicht so bei Jesus. Not so with Jesus. Jesus hatte kein Doppelleben. He had no double life. Jesus verbreitete keine Fake News. He didn't spread any fake news. Jesus ging nicht auf Stimmenfang. He didn't catch votes. Jesus
sondern Jesus war echt authentisch und moralisch geradlinig in seinem Leben bis zu seinem Tod am Kreuz. He had a good character and he was straight in his life till to the end. Wenn irgendjemand es damals verdiente, dass man ihm vertraute, war es Jesus. If anyone had deserved to be trusted in, that was Jesus. Und das Zweite, was mir auffällt in dieser Geschichte, ist Jesu Vollmacht. And the second thing I want to mention in this story is the Schau, power of Jesus. Lasst uns vielleicht manchmal auch berühren von der Not oder den Anliegen von anderen Menschen. Sometimes we're also touched by the needs of people. Aber sehr oft haben wir nicht die Möglichkeit, wirklich zu helfen. But oftentimes we're not able to help. Nicht so Jesus. But not so with Jesus. Jesus, er hatte die Vollmacht als Sohn Gottes. He had the authority from God. Menschen zu heilen, zu retten, Wunder zu To tun. heal people and to do miracles. Und ich denke an die Bibel, wie viele Geschichten haben wir von Jesus, wo er Wunder getan hat, wo er Menschen geheilt hat, wo er Menschen befreit hat. I think of the Bible that tells us how many times he set people free and did miracles. Und all dem hat Jesus am Ende des Lebens noch die Krone aufgesetzt At the end of his life, he even put the crown on it. und hat uns seine Liebe bewiesen in einer Tiefe, wie die Liebe sonst uns niemand beweist. It showed us his love in a depth that nobody else can prove to us. Und er gab sein Leben für uns hin. He gave his life for us. Er starb am Kreuz von Golgatha. He died on the cross of Calvary. Und er tat es, obwohl wir als Menschen Gott gar nicht wirklich suchten. And he did it although we didn't seek God as humans. Obwohl uns eigentlich die Wege Gottes und was er wollte in vielen Dingen egal waren. Although we didn't care about God's ways. Und wir wollten gar nicht, dass Gott in unserem Leben die Führung übernimmt. We didn't want God to lead our lives. So, aber Jesus hat trotzdem in seiner Liebe diesen Weg ans Kreuz getan. But nevertheless, Jesus went to the cross in Und his hat life. über deinem und meinem Leben Gott gebeten, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. He prayed for you and for me and said, they don't know what they're doing. Die Jünger haben das miterlebt. The disciples saw it. Und es heißt in Johannes 2,11, so vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn. They believed in him. Weißt du, das heißt in anderen Worten, die Menschen und die Jünger haben Jesus ihr Vertrauen geschenkt. People and the disciples, they trusted Jesus. Es war ein begründetes Vertrauen. It was a Weil well-founded niemand war trust. wie Jesus. Because nobody In else was seinem like Jesus. Charakter und in In seiner Fähigkeit und Vollmacht, Wunder zu tun. his character, in his ability, and in his authority to do miracles. Aber weißt du, manchmal ist Vertrauen für uns schwierig, But sometimes it is difficult for us to trust. weil vielleicht unsere Emotionen nicht so mitmachen. Because our emotions don't go with it. Aber weißt du, Vertrauen ist auch eine Entscheidung. But to trust is a decision. Die kommende Woche ist es 26 Jahre her, habe ich hier einem Menschen mein ganzes Leben anvertraut. Next week, it will be 26 years that I entrusted my life to someone. Sie stand hier in Weiß, Eva hieß ihr Name. She was standing in white robes. Her name was Eva. Sie heißt heute immer noch so. And she's still her name today. Und sie ist immer noch meine Frau. And she's still my wife. Aber ich habe mich entschieden, ihr zu vertrauen. But I have taken the decision to trust her. Ich habe nach der Heirat noch viele Dinge über Eva herausgefunden, die ich vorher nicht wusste. I found out a lot about Eva that I didn't know before. Viele gute Dinge. Many good things. Und sie auch bei mir, auch andere Dinge. Same with her. Aber weißt du was, vor 50 Jahren habe ich mein ganzes Leben auch für die Ewigkeit Jesus anvertraut. But 50 years ago, I gave my whole life, also for eternity, I gave Und it weißt to du Jesus. was, ich habe nicht viel gewusst über Jesus. I didn't know much about Jesus. Aber was ich wusste, But what I knew von seiner Liebe, about his love von seinem Tod am Kreuz für mich and that he died on a cross for me. und von seiner Vollmacht, mein größtes Problem zu lösen, nämlich mir zu vergeben. And I knew about his authority to be able to forgive me. Das war für mich Grundlage genug zu sagen, ich vertraue dir mein Leben an.
That was the basis for me to entrust my life Und to wenn him. es eine Entscheidung gibt, die ich nie in meinem Leben bereue, dann ist es die. If there is one decision that I will never regret, it is this one. Schaut, wenn wir uns entscheiden für Jesus, wofür entscheiden wir uns? When we decide to follow Jesus, Schaut, what are we deciding? Das erste ist eine Beziehung. First of all, we decide Es ist, to a relationship. hey, wer sich für Jesus entscheidet, entscheidet sich nicht für einen Regelkatalog mit diese 10 Dinge musst du tun, It's not a decision to follow rules about 10 things you have to sondern do, es ist für eine Beziehung. but it's for a relationship. Eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung, die uns erfüllt. A relationship of love that fills us. Die ersten Gedanken morgens, manchmal muss ich mich daran erinnern, aber die sind bei Jesus. The first thoughts in the morning when I get up, these are with Jesus. Kann dir sagen, ihn zu lieben ist das Beste, das wir tun können in unserem Leben. To love him is the best thing we can do in our Ist diese lives. Beziehung. Is this Und relationship. aus dieser Beziehung kommt der Wunsch, ihm zu gefallen. And this relationship triggers the desire to please Weißt him. du, das ist kein Müssen, It's not a must. das ist kein Zwang, It's not a forced sondern aus der thing. Beziehung kommt dieser Wunsch, Jesus, ich möchte dir gefallen. This desire comes out of the relationship to be willing to Und please him in dieser Beziehung zu ihm zu leben, and to live in this relationship jeden with Tag him. neu, Every day ihm anew. zu vertrauen, To trust him, die Probleme des Lebens mit ihm anzugehen. to handle the problems of life with him. Das ist Lebensqualität. That is quality of life. Leben und Leben im Überfluss. Life and life in abundance. Und weißt du, was wir nie vergessen sollten? But we are not to forget. Never. Dieses Vertrauen führt uns auch zum größten Fest, das auf die ganze Menschheit wartet. This trust leads us to the biggest feast that is ahead. Und das ist das Hochzeitsfest von Jesus selbst. And that is the wedding feast of Jesus himself. Ist es nicht besonders, Isn't that special? dass Jesus im Johannesevangelium das erste Wunder an einer Hochzeit tut? That Jesus did his first miracle at a wedding. Und dass das größte Fest, das uns bevorsteht, die Hochzeit ist von Jesus und seiner Gemeinde eines Tages im Himmel. And that the biggest feast that we are facing is the wedding feast of the In Lamb. Offenbarung 19,9 steht, glücklich ist, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Quoted, please. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Amen. Amen. Hey, Amen. das ist Freude, darauf freuen wir uns. We're looking forward to that, aren't we? So schön das Buchegg-Fest ist, aber es wird noch eine Klasse besser sein, das kann ich euch Buchegg versprechen. Fest is beautiful, but this feast will be much more beautiful. Was sollen wir tun mit dieser Geschichte? What are we to do with this story? Schau, die Jünger vertrauten Jesus. The disciples trusted Jesus. Vertrauen führt uns in die Nachfolge von Jesus. Trust leads us into following Und ich Jesus. möchte dir heute zum Abschluss 4 Gedanken geben. And I would like to pass on 4 thoughts to you. Wie du auch, selbst wenn du nichts mit Jesus noch anfangen kannst, wie du ein Stück, etwas tun kannst mit diesem Nachmittag und einen Schritt näher auf Jesus zutun kannst. Even if you don't know what to do with Jesus, that you can do a first step towards him this afternoon. Vielleicht geht es dir wie dem Brautpaar. Maybe with you, it's like with the couple that Du kennst Jesus nicht wirklich. maybe you don't know Jesus really. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden, wo Gott und Jesus gar kein Thema war. You were maybe raised up in a family where Jesus was no topic. Oder vielleicht hast du die Erfahrungen, die du mit Christen gemacht hast, waren vielleicht sehr schwierig bis zum heutigen Tag. Maybe you've had bad experiences with Christians. Oder vielleicht bist du überzeugter Atheist. Or maybe you are an atheist. Also die Bibel spricht davon, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. But the Bible tells us that Jesus died and then rose. Das heißt, er lebt noch heute. That means he's alive Jetzt sagst du, today. ich bin Atheist, ich kann damit nichts anfangen. You say, I'm an atheist, I don't believe in these Aber sagen wir mal things. fairerweise, du kannst 50% Recht haben und ich kann 50% Maybe Recht you haben. can be right 50%, I can be right 50%. Dann könntest du, wenn du diesen Tag nutzen willst, könntest du doch vielleicht beten If you want to use this day, you could pray und sagen, Herr Jesus Christus, and say, Lord Jesus Christ, ich kenne dich nicht, I don't know you. ich gehe davon aus, es gibt dich nicht, I assume you don't exist. aber wenn es dich gibt, But if you are alive, dann zeige mich dir. show yourself to me. Wenn es dich gibt und wenn du so bist, wie ich es gehört habe, If you exist and if you are the way that I dann heard, möchte ich dich kennenlernen und möchte
möchte erkennen, was es heißt, dir nachzufolgen. I want to get to know you and want to find out what it means to follow you. Ein einfaches Gebet, A simple prayer, ein faires Gebet. a fair prayer. Oder vielleicht bist du hier und du weißt, dass du nicht mehr wirklich mit Jesus lebst. Maybe you are here and you know that you actually don't live with Jesus totally. Da gab es eine Zeit in deinem Leben, da warst du Jesus nahe und du hast getan und nach dem, was du wusstest, was richtig ist. There was a time in your life where you were on fire and you did what was right. Aber irgendwie hast du dich von ihm entfernt. But somehow you got away from Jesus. Irgendwie hat in deinem Herzen es eine neue Liebe gegeben für etwas anderes. Somehow in your heart there was a new love for something else. Und weißt du, denke an diese Geschichte zurück. Think of this story. Jesus hat dieses Ehepaar nicht bloßgestellt. Jesus didn't just expose this Er couple. hat ihre peinliche Lage nicht ausgenutzt. He didn't use that embarrassing situation. Und glaube mir, egal wo du stehst, No matter where you are at, auch wenn du dich vielleicht schämst und weißt, es ist nicht okay, wie ich lebe oder was ich in meinem Leben tue. if you know that maybe it's not right what you're doing, Jesus will dich nicht bloßstellen, Jesus doesn't want to aber er expose will, you, dass du zurückkehrst. but he wants you to return. Er will, dass du umkehrst zu ihm. He wants you to return to him. Er will, dass du an diesem Nachmittag deine Liebe zu ihm erneuerst. He wants you to renew your love for him this Und afternoon. ich sage dir, sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz, And I'm telling you, the blood that he shed on the cross ist stark genug, dir jede Sünde zu vergeben, wenn du zu ihm kommst. is strong enough to forgive every sin as you come to him. Und er wartet auf dich. He's waiting for you. Vielleicht ist das dein Schritt heute. Maybe that is the step for you to Oder take. vielleicht folgst du Jesus schon lange nach. Or maybe you have been following Jesus for a long time. Aber weißt du, dein Problem ist folgendes. But your problem may be the following. So oft lebst du und ganz zuletzt, wenn nichts mehr hilft, dann kommst du jeweils zu Jesus. You live, and when you're at the end, you come to Jesus. Und Jesus möchte, dass du heute in deinem Denken und in deiner Gesinnung umkehrst. But Jesus wants you to turn to him, back to him in your Und mind. dass du dir angewöhnst, wenn irgendetwas ist, And if there is anything wenn dir etwas Sorge macht, wenn du irgendwo in Probleme hineinkommst, that causes you problems and sorrows, dass du nicht versuchst, es selbst zu lösen, don't try to solve it sondern yourself. dass du gleich zu Jesus kommst. Go to Jesus Schau mal, immediately. Jesus will nicht die letzte Chance in deinem Leben sein, er will die erste Chance Jesus sein. doesn't want to be the last chance, Er will nicht but the dein first. letztes Gebet sein, er will dein erstes Gebet He doesn't sein. want to be the last prayer, but the first. Schau, wie oft machen wir es uns selbst schwer und schließen Gott aus, weil wir ihn nicht einbeziehen von Anfang an. Sometimes we ourselves exclude God because we don't include him from the beginning. Oder vielleicht, und das ist ein vierter Gedanke über diese Botschaft, And there's a fourth thought about this message. vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben Mangel. Maybe you lack something in your life. Vielleicht brauchst du ein Wunder wie dieses Ehepaar. Maybe you need a miracle just like that couple. Vielleicht bist du irgendwo in deinem Leben, in deiner Gesundheit, in einer Lebenssituation, wo du sagst, nur noch ein Wunder kann die Dinge ändern. Maybe you are in a situation, maybe health or something else, where you say, only a miracle can help me. Weißt du was? You know what? Jesus hat sich nicht verändert. Jesus didn't change. Er ist immer noch derselbe wie vor 2000 Jahren. He's the same like 2,000 years ago. Und er ist immer noch der sich auch heute den Nöten von Menschen annimmt. He's still the one who cares about Er ist the immer noch der problems. Gott, auch in unserer Gemeinde, der Wunder tut. He's still, in our church, the God who works Nicht miracles. nur bei den Latinos, nicht nur bei den Internationals, nicht nur bei den Schweizern, bei allen. Not just with the Latinos, with the internationals, with the Swiss, everyone. Er ist derselbe Gott. He's the same God. Er ist der Herr dieser Gemeinde. He's the Lord of this church. Und weißt du was, lange bevor du heute kamst, war Jesus schon hier. Long before you came, Jesus was here already. Und er wartet auf dich. He's waiting for you. Er möchte dir begegnen. And he wants to encounter you. Wollen wir aufstehen zum Let's Gebet? stand. Lieber Vater im Himmel, Dear Father in heaven, ich danke dir, hast du Jesus gesandt. I thank you for sending Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Nachmittag
in unserer Mitte bist. Thank you for being in our midst this afternoon. Ich bete, Jesus, I pray, Jesus, dass Menschen deine Gegenwart hier spüren dürfen. that people feel your presence. Ich bete, Vater, dass Menschen dir vertrauen dürfen. That people may trust you. Ich bete, dass Menschen an diesem Tag, Herr Jesus, reagieren dürfen in ihrem Leben und Herzen auf deine Gegenwart. I pray that people may react to your presence this afternoon. Herr, hier ist vielleicht der eine, der sagt, ich kenne dich nicht. Maybe someone says, I don't know you. Der heute Nachmittag beten will, zeige du dich Who mir. wants to pray this afternoon, show yourself to me. Hier ist vielleicht die eine Person, die sagt, ich habe mich von dir entfernt, Jesus, ich komme heute zurück. Maybe there's someone who says, I've got away from Jesus and I want to come back. Oder hier ist die Person, Herr, die sagt, ich will es lernen, in Zukunft mit jedem Problem gleich zu dir zu Or kommen. there's another person who says, I want to come to Jesus with my problem in the first place. Herr Jesus, hier sind die Menschen heute Nachmittag, Here are those people this afternoon die ein Wunder brauchen, that need a miracle, Heilung brauchen, healing, Befreiung brauchen, and to be set free, Erneuerung brauchen. renewal, Ein Wunder in ihrem Leben, dass sich Dinge verändern. a miracle in their life that things might Oder change. Power von dir in ihrem Herzen zu glauben, auch wenn menschlich keine Hoffnung mehr da ist. Power to believe in you even if there's no hope anymore, humanly spoken. Jesus, du bist hier. Jesus, you are here. Und du sagst, du stößt niemanden hinaus, And you say, don't put anybody away der zu dir kommt. who comes to you. Und Herr Jesus, hier sind Menschen heute And Nachmittag, Jesus, here are people die this sagen, afternoon ich will Jesus who vertrauen. say, I want to trust Jesus. Ich möchte mein Vertrauen auf Jesus setzen. I want to put my trust in Jesus. Ich möchte die Hand von Jesus ergreifen. I want to take the hand of Jesus. Ich will diesen Nachmittag nutzen, I want to use that afternoon um von Jesus berührt zu werden, to be touched by Jesus, erneuert zu werden von Jesus. renewed by Ich Jesus. möchte diesen Nachmittag nutzen, I want to use this afternoon um Jesus ganz neu die Möglichkeit zu wirken in meinem Leben zu geben. to give Jesus and you the possibility to work in my life.